Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur finalen Episode von unserem Chevrolet-Projekt Borsti. Doch bevor wir gleich die Bikeübergabe machen und das Gewinnspiel, was wir angesprochen hatten... Es war noch ein Gewinnspiel. Es gab noch eine Überraschung für mich oder ein Gewinnspiel? Weil das beides, ist auch beides. Würde ich sagen, guckt ihr euch jetzt erstmal das finale Ergebnis an mit einem kleinen Rückblick und viel Spaß. Also der Grundsatz, als ich sie bekommen habe, war das eine relativ originale FXE. Ich hatte halt auch echt keine Kohle in der Tasche und habe halt aber gesagt, original fahre ich das Ding nicht. Ja. Das erste, was passiert ist, damals war da noch ein Z-Lenker drauf. Sehr cool, habe ich auch noch hier oben auf der Schulter tätowiert. Und der Tank, der war schon im Arsch. Der hing an der Wand eigentlich, der sollte Jack Daniels rauslaufen. Ich habe nicht viele große Reisen gemacht, aber jetzt, wenn sie dann wieder in Ordnung ist, darum sind wir auch hier, dann will ich damit ein bisschen mehr reisen. Hallo, kannst du dich ganz kurz für die Kamera vorstellen? Ja, hi, ich bin der Hendrik vom V-Triebwerk, hier bei uns in dem schönen Haufen hier. Also, wie ihr es gerade gesehen habt, Borsti ist fertig. Ihr habt die Fahraufnahmen gesehen. Ihr habt gesehen, wie Tobi seine erste Fahrt angetreten hat. Jawohl. Und ich glaube, wir lassen das ganze Projekt jetzt einfach nur noch mal zur Feier des Tages für alle Leute, die die ganze Zeit dabei waren, einfach noch mal hier Revue passieren. Vor allem auch noch mal mit deiner Meinung. Ich meine, uns beide hat man ja jetzt schon sehr viel gesehen. Wir haben ja da so ein bisschen gemacht. Ich habe natürlich mehr geschraubt, Hendrik mehr geredet. Ja, Genau, und ihr habt mich nicht eingeladen. Nee, das war ja der Sinn der Sache. War der Sinn der Sache. Ja, das sehe ich. Wir wollten in 4 Videos Spaß haben und jetzt kommt halt dann nochmal das bittere Ende, ne? Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt das, was einmal muss, ne? Ja, Das ist so. Ja, was sagt denn der Kunde hier zum finalen Produkt? Das wird doch, glaube ich, mal ganz interessant. also als Kunde wird man ja wenigstens eingeladen. So von wegen, komm doch mal rum, schau's dir mal an. Nein, also Hendrik hat mich ja schon auf dem Laufenden gehalten, als ich heute hier ankam. Das, was ich ja nicht wusste, war die Sitzbank. Da kriegt ihr ja sicherlich, was Kelle vorbereitet hat, ein paar Detailshots. Auf jeden Fall. Kannst du dich noch daran erinnern, was ich gesagt habe, als ich hier war? Ja. Bitte, sag es den Leuten dort. Ich werde dann auch erzählen, wie meine Meinung jetzt ist. Ja, Tobi kam und hatte oben bei der Sattlerin geguckt, wie sie so den Sitz aufpolsterte, und dann sind wir wieder runtergegangen und da hat er diese Wildschweinhaut da gesehen. Und wo wir unten waren, hat er nur ganz leise zu mir gesagt, Hendrik, nicht komplett in Wildschwein, bitte nicht. Das ist so widerlich, wenn das nass wird. Ja, und eben ist ihm alles aus dem Gesicht gefallen. Ja, es war echt. Wie man sieht, ne? Es ist doch sehr viel Wildschwein. Es ist sehr viel Geh doch mal Wildschwein. zur Seite. Sieht man das denn? Das sieht man. Aber, also ich habe wirklich gesagt, ich sage nicht, dass es zu viel wird und so, ne? Genau. Komm wieder her. Okay. Wir vermessen Diese Rollen nicht, haben dass halt auch so eine Belastungsgrenze. Ja, die sind bei mir schnell relativ erreicht, würde ich deine sagen. Zahlen 65 Kilo. Ja, ja, am Bein. Ne? Aber das war echt so, ich habe gesagt, ey,
okay, das ist cool, aber das ist too much. Ich hatte auch schwer Angst, nachdem du das gesagt hast. So, aber Maren hat es ja einfach eiskalt durchgezogen. Irre. Ja. Und ich kam hier hin eben und dachte so, fuck, das ist doch geil. Ich finde es Fuck, auch. das also, ist doch nicht too much. Ich wollte nämlich nicht, also, ihr habt ja alles mitbekommen mit dem Tank und sowas. Das wollten wir auch nach wie vor, das ist einfach Borsty und sowas. Und wir haben vom Stil ja, bis auf Auspuff, sag ich mal, nichts geändert. Ein bisschen schwarz und so, Lenker ist gleich geblieben, Tank, Sissy Bar. Bar. Aber, Ja, der Stil ist geblieben. ja, und das mit dem Wildschwein dachte ich erst zu viel, aber hier an der Seite siehst du es ja, es ist schon geil. Ich muss halt auch sagen, wir haben ja am Anfang, ich war ja von Anfang an eingeweiht. Das war ja von Anfang an klar, dass das so ablaufen Alle, wird. nur ich nicht. Nein, der ist auch richtig Ich so. habe am Anfang auch gedacht, wie das wohl wird. Habe mich aber auch darauf eingelassen. Als du mir dann das Foto geschickt Ja, hast vom fertigen Sitz, dachte ich mir erst so, passt zu Borsty. Aber ich weiß nicht, ob ich es so cool finde. Und als ich es heute dann in echt das erste Mal gesehen habe, ich finde es in echt 10 von 10 geil. Ja. Also ich muss auch sagen, die Fotos, die ich dir geschickt habe, ich habe es meiner Frau zu Hause auch gezeigt. Und sie hat das Fahrzeug oder den Sitz hier auch in live gesehen und sagt, Henrik, die Fotos darfst du nirgendwo hinschicken. Das sieht total behindert aus. Man hat auf den Fotos auch gar nicht gesehen, dass an der Seite dieses schöne Leder da Ja, genau, dass hier dieses Leder ist und ja, es war einfach auf diesen Fotos, vielleicht weil ich auch nicht so ein Profi bin, einfach too much. Ja. Es war einfach auch scheiße fotografiert vielleicht und nee, aber auf den Fotos muss ich wirklich Nächstes sagen... Mal rufst du an, ich würde dir da auch einen guten Preis machen. Ja, okay, dann machen wir das nächstes Mal so. Es ist einfach Wahnsinn. Und dann schickst du dir die dann selber, die Fotos. Ja? Ja, klar. Es ist nach wie vor so. Die zwei unterhalten sich, aber mit dem Endkunden wird gar nicht gesprochen. Na, das ist super ja. geil, super sympathisch. Also kann ich nur empfehlen, V-Triebwerke und dann holt ihr euch noch Kölle dazu, der macht ein paar Videos davon. Ihr werdet am Ende überrascht sein, weil es ist nichts so, wie ihr wolltet. Nein, ist Aber Quatsch. 10-mal geil. Nein, also wie gesagt, das war ein Schock. Ich habe mir, weil ich nicht wusste, was heute passiert, extra einen Fahrer mitgebracht. Der kommt übrigens gerade um die Ecke, ist sehr witzig. Der hat ein bisschen... Der arbeitet arbeitet doch doch beim beim Danke. Getränkemarkt. Hol doch mal hier hin, du. Super, danke. Sag kurz in der Kamera einmal Hallo. Danke. Für die Vorbildfunktion natürlich. Darum haben Hendrik und ich ja einen Es Fahrer. sollte heute kein Outing werden, aber ich war die letzten 2 Wochen krank, wie ihr wisst. Ja, Auf Borsty? auf Borsty. Also du musst eine Menge schneiden auf jeden Fall in der Scheiße. Meinst du? Ich wollte sagen, Also ich kam mit unserem lieben Jens, der heute mein Fahrer ist. Danke dafür. Gerne. Habe ich auch die Paulaner Spezi bezahlt und das Alkoholfahren? Weg zurück. Gut, an und hab gedacht, scheiße, was ist das? Die habt da ein Wildschwein drauf gemacht. Bin ausgestiegen und hab gesagt, geil. Habt ihr das durchgewaschen vorher? Klar, Mit was? Persil. Hundeshampoo. Persil? Persil. Ist das nicht Schleichwerbung? Ja. Kooperationsanfrage ist schon rausgeschickt. Aber dann würden wir auch was abkriegen. Oder gerade ich, weil ich das... Klar, Weil wir- habe bevor ich das einen Wort Händedruck vielleicht. Achso, da mal nochmal zu. Am Wieder Anfang, nicht. was wir gesagt haben, von wegen, dass Kelle das Ganze ja bezahlt, beziehungsweise Hendrik, ist okay. Hat so mittelmäßig gut geklappt. Hat relativ gut geklappt. Wie ihr das ja seht, Tobi kann nur noch gesponserte Kleidung tragen, weil er kann sich jetzt selber keine neuen Sachen mehr leisten. Deswegen, ja, der hat schon ein bisschen geblutet hier, aber ich Ja. glaube, es hat sich gelohnt, oder? Ich denke. Ja, wie gesagt, ich dachte eigentlich, dass das irgendwie kaputt geht oder sowas. Da bist du leider da bei der falschen Adresse. Bei Das mir. ist ohne Scheiß, das ist echt geiler Stuff. Ne? Das ist geile Qualität. Also ohne jetzt mal Werbung zu machen, weil der macht ja genug Werbung. Nein, aber aber ich habe selber auch einen Pullover. Sehr geile Qualität. Kann ich nur empfehlen. Und jetzt hast du es wieder übertrieben. Das glaubt doch jetzt wieder keiner. Und nebenbei, ich habe schon mal den aus der neuen Kollektion an, die bald rauskommt. Ich weiß nicht, ob die schon raus ist, wenn das Video rauskommt. Wetten, die oder kriegen wir werden nicht umsonst? Ja, die kriegen wir nicht. Wir kriegen gar nichts mehr umsonst von ihm, glaube ich. Der ist froh, wenn Für die euch- Leute, für der euch ist froh, plus- wenn er fertig ist. Für mit euch uns plus hier. 20%. Kommen wir nochmal zurück zu Borsty. Ja, deswegen sind wir eigentlich auch hier, ne? Einzige Thema, was ja noch so ein bisschen im letzten Video auch nochmal zur Sprache kam, zumindest von uns beiden, war ja nochmal das Thema Auspuffsound. Ja. Im Stand ist das Bike doch etwas leiser, als wir erwartet hatten. Jo. Hört sich trotzdem sehr schön an. Ja, Unter aber- Last, sehr, sehr schöner Sound. Ja, Ja. unter Last, wollte gerade sagen, unter Last schon schöner, aber im Stand. Wobei das aber Am Ende auch muss es vorher, ja für was dich da, passen. ja, was da vorher dran war. Ich hatte es ja auch damals erzählt. Ich hatte ja die 2-in-1 Sidepipe, so wie sie auch zum Schluss auf den Videos drauf war, drunter, wo anfangs kein dB-Heater drin war. Da war die sacklaut. Klang aber auch beim Unterlast halt nicht schön. Ja. Dann habe ich ja irgendwann, nachdem ich mal festgestellt habe, okay, das Ding ist vielleicht doch ein bisschen zu illegal, eine mit dB-Heater drunter gesetzt, der ja auch zum Schluss schon hier hinten raushing. Also doch überflüssig. So ein Ja, bisschen. aber da war die auch mir persönlich zu laut, das klingt so doof. Aber
man hat Es schon ging halt gemerkt, dann nur noch um Lautstärke okay, und nicht ist mehr nicht um legal. Klang, ne? Ist nicht mehr legal, geht nicht. Nein, Aber du bist jetzt so mit dem Sound, bist du so Hammer, okay. Hammer. Ja. Vor allem, ich wollte ja auch was, ich habe ja Gott sei Dank baujahr-bedingt die Möglichkeiten, dass ich keine E-Prüfnummer oder sowas brauche. Ich wollte Fishtails haben und sie sind im Stand super geil. Also wir sind nicht mal bei dem, was als Standgeräusch eingetragen ist, glaube ich. Nein, würde ich jetzt auch sagen, das ist schon. Und das passt und da bin ich halt echt mega zufrieden mit. Ne? Ich kann damit losfahren. Sie klingt gut, mega gut. Und unter Last hörst du halt auch wirklich wieder den V2 und du hörst den Shovel. Und es ist jetzt nicht so, dass du wirklich sagen musst, du hast ja jetzt Blinker, dann müssen wir das mit der Auspuffanlage ja nicht übertreiben. Ich meine, die Leute haben es ja auch gerade in den Fahrraufnahmen gehört. Wir haben ja so ein bisschen da getrickst mit Mikrofonen und ich hoffe, also wir wissen es jetzt noch nicht, aber ich glaube, das hat gut geklappt. Und dann sollte man den Sound unter Last auch hören. Ja, denke ich auch. Ich habe aber noch eine Frage. Ja, bitte. Ja, Und zwar jetzt kannst du ja endlich wieder fahren. Ich meine, du hast ja nur die Karre. ja. Dir brennt wahrscheinlich auch schon so ein bisschen. Also alle haben es ja mitbekommen, wo die Karre steht. Der Zeitraum, der für euch echt lange gedauert hat, bis das nächste Video kam, vor allem jetzt das vorletzte, Entschuldigung, Ja. war lange. Für mich war es viel länger. Ja. Und es war ja nicht so, dass man jetzt sagen muss, okay, also die Jungs vom V-Triebwerk haben echt lange gebraucht, so war es nicht. Aber dir brennt halt die ganze Zeit an den Fingern. Und ich habe die Videos, die Kelle und Hendrik zusammen gemacht haben, auch nicht vorher gesehen. Das heißt, ich war so eine arme Socke, genauso wie ihr, hinter dem Bildschirm, der erst dann das Video gesehen hat, wo es online kam. Also ich habe 0 Infos gekriegt, das heißt, ich Das habe aber bekommen gut das Video, Das haben wir extra so gemacht. meist sonntags. Hey Tobi, neues Video ist online. Ich sage, ja cool, du schreibst mir wenigstens privat an. Danke, Kelle. So nett Zwei Minuten später Hendrik auch noch so über WhatsApp. Ey Tobi, übrigens ist online. Ja, danke. Ich voll heiß da drauf, um zu gucken, was ist überhaupt passiert und was da echt gelaufen ist, die Videos. Ich habe sie gesuchtet, weil du findest immer wieder so Stellen, wo du sagst, boah, scheiße, Du was suchst halt dann hat auch Manni nach da... den Details. Ne? So. Genau, weil ihr mir ja auch nichts gesagt habt. Da haben wir wirklich nichts gesagt. Nein. Komisch, oder? Ja, es war aber schon geil, weil ich hab halt gesagt, ich kenne Hendrik und wir kennen uns schon lange und habe gesagt, okay, ich weiß, was die Jungs hier machen und gib den Freiheiten. Prost erstmal. Prost. Danke, dass du wenigstens so nett bist. Entschuldigung, ja, sorry, aber das Alles ist... gut, kannst du ja verstehen. Jens, Prost. Danke nochmal fürs Holen. Wo ich gesagt habe, ich mache mir da keine Sorgen drum. Ich weiß, was hier steht, was hier gemacht wird, wie die Jungs arbeiten, weil es war ja nicht nur Hendrik, beziehungsweise Ja, ich hab am Hendrik war es wenigsten- gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe am wenigsten gemacht. Na, ein Das bisschen was meiste- hast du auch angebaut, wie man in meinem Video gesehen Genau. hat. Ja, für die Videos. Ja. Machen wir uns doch mal nichts vor. Ja. Nein, Nein, das meiste hat Manni gemacht. Ja. Den Rest von unserem Team haben auch alle. Ohne so ein Team funktioniert so ein ganzer Laden nicht. Ohne so einen Senior wie Manni funktioniert so ein ganzer Laden nicht. Das ist so. Ich mache nicht mehr ganz viel, was Schrauben angeht, aber die Jungs und gerade Manni, die haben das top hingekriegt. Ne, ich bin aber froh, dass Manni viel gemacht Ja, ich auch. Kannst auch Manni anrufen, wenn was abfällt. hat. Ja, Manni sagt mir aber dann auch, was ich machen muss. Und du sagst erst, ja, warte, ich ruf Schick dich mal ein zurück. Foto. Ja, schick mal ein Foto, ich ruf dich zurück. Also kann man, glaube ich, sagen, du bist eigentlich ziemlich bereit für die Saison und du hast eigentlich nur noch Bock jetzt zu fahren, oder? Mega, Ja. mega. Also wie gesagt, ich saß die ganze Zeit zu Hause, hab dann auf die Sonntage gewartet, bis es Neues gab. Meine Frau, die war, glaube ich, auch zeitweise echt genervt. Kann ich mir vorstellen. Also nicht von mir. Doch. Weil von mir als Person ist nie einer genervt. Nein, aber wo ich dann auch mit ihr gesprochen habe, ich sage, Schatz, und hier und wenn wir da und dies und jenes und sie hat nur, ja. Ich weiß, sie weiß, wie wichtig mir das ist. Und sie weiß auch, wie wichtig das ist, dass sie hier hinten. Sie hat ja auch mehr, Platz nehmen darf. sie hat ja auch mehr Sitzfläche als du jetzt. Also alles richtig genommen. Ja, gut, ne? Ja. Dabei hat die auf jeden Fall, ist sie wesentlich zierlicher als ich. Ich weiß, es ist schwierig, die haben eine Topfigur. Aber das ist schon geil. Also ich glaube, ich habe bisher nicht so ein Projekt gehabt, außer das mit meinem Haus, wo ich gesagt habe, boah, das ist mir so wichtig und ich bin so froh, dass ich das in deine Hände geben durfte, dass du gesagt hast, yo Tobi, habe ich Bock drauf. Dass du, Keller, auch gesagt hast, Ich weil wollte gerade sagen, das macht es ja auch noch aus. man muss sagen, das ist hier nicht, können wir ja offen und ehrlich drüber reden, das ist hier nicht zum Geld verdienen von keiner Seite. Nein. Das darf ich auch preisgeben. Wir haben da einen ganz anderen Kurs gehabt, als das, was sowas natürlich kosten würde.
Ist halt einfach unter Freunden. Ich wollte es So, gerade sagen. genau. Das ist Ja, ja keine alle, normale so, Geschichte. alle sollen irgendwas von haben. Genau. Und Tobi hat ein halbwegs schönes Motorrad. Passt zum Fahrer, also alles gut. ja, aber das ist Und schon, wir anderen beiden haben ein bisschen Werbung mit deiner Fresse. Ich glaube, es ist einfach am Ende ist es für alle Win-Win, weil Ja. man muss sagen, jeder hat einen Mehrwert. Tobi hat Ja. am Ende ein geiles Bike. ich habe eine Genau. geile Karre, ich habe super Leute, mit denen es mega Spaß gemacht hat. Auch das erste Video genauso wie jetzt das letzte, weil dazwischen durfte ich ja nicht. Ja, aber die anderen Videos haben für uns sehr viel Spaß gemacht. Die haben für uns sehr viel. Und was man halt sagen muss, Henrik hier hat natürlich eine gewisse Plattform bekommen, was immer schön ist, weil die hier geile Arbeit machen. Und das noch eine der wenigen urigen Werkstätten ist, die man einfach zeigen muss. Es ist einfach wie ein Filmset hier. Ja. Ist einfach so. Ja. Und für mich primär ist es halt geil, dass es einfach einen gewissen Mehrwert für mich gibt, dass halt die Community ein geiles Projekt hat. Ne? Das Ja. ist also viel mehr wert, als ob da jetzt 20 Euro mit einem Video verdient werden. Ich glaube, was halt auch vor allem interessant ist, wo es uns eigentlich von vornherein gar nicht darum ging. Uns ging es nie um deine Plattform als solches. Ja. Es ging nie darum, den Laden zu zeigen, und mir nicht darum, Borsti zu zeigen, sondern wir haben uns zu dritt zusammengetan, weil wir gut miteinander zurechtkommen. Und Ende vom Lied ist, klar, cooles Content, weil echt interessante Leute dahinter Und die Leute hatten ja auch die es Bock, gucken. die hatten ja auch Bock, Genau, die die nächste haben Bock. Folge zu sehen. Und viele, gerade V-Triebwerke ist nun mal ein bekannter Name, was die ganzen Beiwagen und sowas angeht, die einfach festgestellt haben, okay, krass, die machen nicht nur Beiwagen, genau. die können von Knuckle, Pennet, Flatty haben wir noch im Hintergrund stehen, Milwaukee 8, einen Scheiß, die machen halt auch ihren normalen Kram nebenbei noch, ne? Ja. Also es sind nicht nur die Beiwagen. Es ist, glaube ich, man kann Und so du machst nicht festhalten- nur Lowrider S. Ja, das stimmt. Es ist einfach am Ende ein cooles Projekt, eine coole Erinnerung, die wir auf Video festhalten. Und wenn wir Bock haben, der Kanal wird ja immer online bleiben. Auch wenn ich irgendwann vielleicht keine Videos mehr machen sollte, wird das online bleiben. Wenn wir uns in 20 Jahren dazu entscheiden, jetzt habe ich gerade Bock, mir nochmal die Shovelet-Serie anzugucken. Ja, das ist cool. Dann kannst So du's ja im mal Detail reinziehen, kann man sich niemals an was erinnern. Nö. Und dann schaust du dir das an und siehst diese Einzelheiten und lachst dich wahrscheinlich kaputt über die Jokes, die du vor 20 Jahren gemacht hast. Genau. Und das ist einfach geil. Ja, und das dann auch noch mit, sage ich mal, ein paar tausend anderen Menschen zu teilen, die selber auch Bock haben, das zu gucken, ist halt nochmal geiler. Ey, mich haben Leute angequatscht, so mal am Rande, unter anderem halt Händler, die ich besucht habe, die gesagt haben, ey Alter Tobi, wie geht's Borsti? Wie weit ist Henrik damit und wie wird das aussehen und was wird da, wo ich sage, krass. Na, ich hatte auch sehr guckst das? viele Kunden, die reinkamen, wo ich nie gedacht hätte, dass die irgendwie mal YouTube gucken, die dann wirklich gesagt haben, Schon geil. du Henrik, ihr habt doch Borsti von Tobi hier stehen, was Skelle gefilmt hat. Wo steht das Ding? Kann ich mir das mal angucken? Ich gesagt habe, hätte ich nie mitgerechnet, dass der überhaupt mal ein YouTube-Video guckt, Ja, geschweige das denn. ist aber auch viel der Neid gewesen, ne? Ja, Weil Ja, sowas wahrscheinlich, kriegst du halt nicht. nein, Ja, das ich glaube halt, das ist halt am Ende irgendwo das Coole, ne? Dass so viele Leute zusammenkommen. Deswegen das Video heute hier, das ist ja auch einfach wirklich nur noch mal so ein, wir feiern eigentlich nur noch dieses Ende des Projekts für alle, die das geguckt haben. Ja. Es ist egal, wie lang das Video ist, es ist Tobi und egal, ich ob feiern wie viel das wieder noch Scheiße sehr wir hier lange. labern, Ja. sondern ich glaube, alle, die dieses Projekt wirklich so verfolgt haben und jede Folge mitgefiebert haben, die haben einfach Bock, jetzt hier dabei zu sein, weil es ist einfach so, als wenn da der vierte Stuhl ist und die Person mit hier sitzt. genau. Ich fand auch, ich habe mir alle Kommentare durchgelesen. Jedes Mal, ne? Das ist eins der, oder wenige Videos, wo kein Shitstorm hinter ist. Ne? Also was heißt Shitstorm? Ich meine, Kritik ist immer gut. Klar, nur auf einem passenden Niveau. Aber finde ich wirklich, immer. Kritik gab es auch gar nicht. Nein, Es ist nein, einfach es gab auch, mal den, der ja. gesagt hat, ohne jetzt einen Namen zu nennen, weil wüsste ich eh nicht mehr, Ja. der gesagt hat, okay, der ist ein bisschen viel mit diesen Riffelbildern, was wir beim ersten Video drin hatten. Ja. Aber das hat er nett gesagt, er hat aber trotzdem Ja, darunter ist ja völlig geschrieben, in Ordnung. geiles Video. Genau. Und das, Ja. das ist so schön, sowas mal mitzubekommen, wo man Ja. sagt, okay, man lässt sich nicht über die Einzelheiten aus oder sowas, sondern einfach, jo, cooles Ich glaube, Projekt das macht geht ihr da. aber auch darum einfach, weil wir hier auch nicht versuchen, wir versuchen kein perfektes Bike zu bauen, wir versuchen nichts perfekt zu machen. Stopp! Also, was hast du denn jetzt? Du Sag weißt, mal. du weißt, was ich meine. Es ist einfach dieses, dass man alles ein bisschen lockerer nimmt, trotzdem natürlich, das sind ja Videos in einer für YouTube doch höheren Qualität, muss man Ja. schon sagen. Aber nicht zu perfekt. Es wird auch mal aus der Hand gefilmt, es ist auch mal was verwackelt und die Leute sind einfach dabei, aber trotzdem in einer besseren Qualität, als wenn es jetzt vielleicht irgendeiner mit seinem Handy gefilmt hätte. Ja, und ich natürlich. glaube, das ist irgendwie cool. Diese Mischung aus professionellem Bild, aber so authentischen
dabei sein. Und ich glaube, das macht eine positive Atmosphäre, die gar keine negativen Kommentare zulässt. Das ist so. Als Beispiel zum Beispiel, habe ich gesagt, ne? Hat er durchgezogen. Zum Beispiel, als wir eben hier ankamen, es gab immer mal so ein paar Kommentare, die ich auch persönlich bekommen habe, von wegen, der Kelle macht super geil, aber vielleicht irgendwie die und die Aufnahme anders. Eben kam man hier an und Jens sagte, hatte das sogar mitbekommen, wie lange du alleine aufgebaut hast, dein Equipment zusammengesucht hast, passende Position finden. Das ist extrem viel Arbeit, wo ich dann daneben stehe und denke, ja gut, brauche ich halt noch eine. Und sofort wieder. Ja, bitte nicht. Da brauchen wir auch heute. Aber das ist halt so Sachen, was da alles so hintergehört. Ne? Ja. Wir sind jetzt, weiß nicht, wie spät haben wir es? Später. Kannst du auch gar nicht Wir sind jetzt, glaube ich, irgendwie 3-4 Stunden hier, ne? Guck mal, wir haben es jetzt Jens, 19 Uhr. Jens zeigt eine 7, das ist Quatsch. 19 Uhr und wir haben um 16 Uhr angefangen, Ja, effektiv zu arbeiten. super rechnen kannst du, Jens, Wahnsinn. Ne, da steckt schon einiges drin, da steckt viel Geld an Equipment drin, da steckt viel Können drin, was man sich über Jahre auch erarbeiten musste, um diese Technik auch zu nutzen. Und es ist auch zeitaufwendig. Also für so ein paar Rolling Shots, die dann am Ende vielleicht 20 Sekunden im Video sind, Ja. investierst du halt eine halbe Stunde. Und du brauchst 3 Mann, die dafür voll eingespannt sind. Aber es macht halt mega Spaß, ne? Voll, deswegen mache ich es ja auch. Ja, und ich muss auch sagen, zu dieser Emotionalität, ich finde es witzig, was ich mittlerweile so für ein Gefühl habe bei dem Motorrad, weil ich bin das Motorrad noch nicht einmal gefahren. Ich habe mit dem Motorrad nichts Wirst zu du tun. auch nicht. Darum geht's auch nicht. Sorry, aber nein. Sondern, aber trotzdem fühlt es sich irgendwie nicht an wie ein fremdes Motorrad, weil ich jetzt so viel damit zu tun hatte und ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie das im Schnitt ist. Ich sitze teilweise 6 bis 7 Stunden vor diesen Videos und ich habe, also wenn ihr das Video einmal guckt, habe ich das Video 150 Mal gesehen, weil das so viel Kleinkram ist und diese Detailshots. Ich habe so viele Details an diesem Motorrad gesehen und das so lange vor Augen gehabt, dass es sich nicht mehr fremd anfühlt. Aber die Klickzahlen, ne, da weißt du, dass du davon 95% von mir nehmen kannst. Wahrscheinlich. 4% von Henrik und 1% waren wirklich Leute, die dich irgendwie abonniert haben. Meine Mama und Das mein können Papa. ja nicht- Ja, ich glaube, wir können am Ende zusammenfassen, dass das einfach ein geiles Projekt war. Nein, und ich muss auch wirklich von unserer Seite sagen, es hat wirklich Bock gemacht. Es hat auch mal für mich oder für uns alle hier war es mal ein komplett anderes Gefühl, so ein Moped mal ein bisschen umzubauen. Dass Kelle zwischendurch kam und da mal ein Video von gemacht hat, wie wir was machen und ist für uns auch alles hier Neuland gewesen. Auch von der Planung her, wie macht man das, mit Kelle gesprochen, wann Kelle Zeit hat, wann es bei uns hier passt, so dass man auch für euch viel sieht, um euch auch zu zeigen, was man so macht. Gar Und nicht ich so glaube, einfach, nein, ist gar nicht so einfach und ja, da sieht man erstmal, was da alles so hintersteckt, wenn man bei YouTube, Instagram irgendwo welche Videos mal sieht. TikTok gibt es auch noch. Aber solche Videos mal sieht, sehe ich das jetzt vom ganz anderen Sichtwinkel, was da alles so hintersteckt. Das ist nicht einer, wie du eben schon sagst, da holt eben einer sein Handy raus und filmt ein bisschen. Das ist alles schon ein bisschen wesentlich mehr Aufwand, als nur eben ein Handy rauszuziehen und das zu filmen. Und das war für mich oder auch für alle hier bei uns in der Firma, die alle auch gesagt haben, wow, das ist ja nicht mal eben. Ja, Das war aber auch keiner Bock hatte, dass Kelle ständig halt hier ist. das Ja. kommt noch dazu. Aber Und ich hatte darum eben... haben wir auch nur 3-4 Videos gemacht, Ja. weil jeden Tag kannst du ihn ja auch nicht am Kopf haben. Ne? Da hast du mega recht, weil als wir eben die Fahraufnahmen gemacht haben, ich durfte ja eben Borsti das erste Mal bewegen hier, nachdem ich erstmal so einen kompletten Überschuss hatte an Emotionen, weil plötzlich steht dein Fahrzeug hier. Ich wusste, dass heute auch die Abholung ist, Ja. aber es war irre. Und alleine wie viele Videos haben wir gemacht? Lass mich lügen, ich glaube, also Jens, den ihr nicht seht, der steht hinter der Kamera, unser Fahrer. Alleine der Bringt er hat, mich auch nach Hause? Holt er mich ja, morgen früh klar, auch wieder, für die- holt er mich morgen früh auch wieder ab Ja, und bringt mich logisch. zur Arbeit? wie oft Kelle gesagt hat, so Tobi, jetzt nochmal, stopp, nicht bewegen. So, das ist halt schon krass. Ja, also das muss ich auch wirklich sagen. Das ist schon ein Phänomen, Ja. was da alles so hintersteckt. Viel ne? Arbeit. Aber solange die Leute am Ende ein geiles Endprodukt haben, hat es sich gelohnt. So, und ich glaube, die meisten Leute, die sich das angeguckt haben, die haben wir komplett abgeholt. Ich glaube auch. Ja. Ne, ich habe es ja schon mal gesagt, es ist vielleicht nicht die Serie, die jetzt viral geht, Nein, aber es ja. ist die Serie, die eine gewisse Zielgruppe extrem fesselt, weswegen wir uns ja heute auch nochmal diese
etwas mehr Zeit nehmen, um das einfach nochmal irgendwie zu feiern. Ja, die Frage ist ja, was am Ende dabei rumkommt, weil wir sind ja jetzt schon bei 1 Stunde Das 30. ist mir völlig egal. Also das ist ja das Schöne, wir haben ja keinen Druck dahinter. Ja, das ist. Wir kommen aber jetzt, glaube ich, mal zum wichtigsten Part für heute. Ja. Wir haben noch eine kleine Überraschung für dich, Tobi. Es war noch ein Gewinnspiel. Es gab noch Eine Überraschung für mich oder ein Gewinnspiel? Weil das Beides. ist auch Beides. Also, Ich krieg die Kohle wieder? ja, besser. Das wäre aber auch nicht haben eine- viel. Touché. Nein, wir haben eine Überraschung für dich, einfach als kleines Andenken. Und on top, verknüpft mit dieser Überraschung, haben wir ein kleines Gewinnspiel. Und zwar haben wir ja, ich weiß nicht, ob dir das hier schon was sagt, Polaroid. Polaroid. Als wir angefangen haben mit dem Projekt, hat sich das ungefähr überschnitten mit dem Release der Polaroid-Kollektion von Redwood Clothing. Okay. Wer es nicht weiß, ist unsere Marke. Und während des Shootings für die zweite Kollektion von Redwood, die Polaroid-Kollektion, stand Borski hier Work in Progress auf der Bühne. Quatsch. Und während dieses Shootings hatte ich auch eine Polaroid-Kamera dabei. Und das war noch ganz, ganz am Anfang. Und da habe ich mir gedacht, damit du nie vergisst, wie Borski mal aussah, kriegst du ein Polaroid-Foto. Ach, wie geil. Ich würde einmal das in die Kamera zeigen, dass die Leute das auch mal einmal sehen. Sieht man das? Ne? Einfach schön oldschool, ein echtes Polaroid. Das kannst du dir ups. Jo, ein bisschen Kann er Öl. wegschmeißen. Das kannst du dir schön wegpacken und dann hast du Geil. immer Danke. eine Erinnerung. Sehr gerne. Dankeschön. Ne? Und wie du vielleicht schon gesehen hast, haben wir auch Polaroid-T-Shirts, die quasi hinten dieses Polaroid-Bild drauf haben. Ja. Und während du dir jetzt mal dein Polaroid-Bild in Ruhe anguckst, kommen wir jetzt zum Gewinnspiel und ich müsste mal einmal kurz 2 Sachen holen. Da bin ich gleich sofort wieder da. Da habe ich dir richtig Muss ich jetzt- mal Trödel geben. Ja, wollte gerade sagen. Muss ich jetzt für. Du machst bestimmt einen Cut dazwischen. Ich muss die ganze. Du darfst dich nicht bewegen, glaube Das ich. überlege ich mir noch. Achso, darf ich mich jetzt gar nicht bewegen. Nee. Und ich glaube ich auch nicht. Ich muss mir die ganze Zeit das Polaroid-Foto, während da jetzt 10 Minuten. Ja, lass mich das auch mal angucken. Schon das Bild versagt. Toll. So, So. wir haben hier eine besondere Limited Edition. Quatsch. One of 4. Gibt es nur 4-mal das T-Shirt bei uns. Einmal für Hendrik, Vielen herzlichen Dank. als kleine Erinnerung für dich natürlich auch. Alter. Einmal für Tobi. Und dann habe ich natürlich auch noch eins. Ich zeige das mal für die Kamera. Hinten mit Borsti drauf. Borsti-Schwein. Genauso wie Alter! die Polaroid-Kollektion. Auf der Seite hat man einmal den Limited-Schriftzug, 1 von 4. Und vorne, sonst hatten wir hier immer einen Spruch bei der Polaroid-Kollektion. Einmal Borsti Davidson. Alter, wie geil ist das denn? Pack aus! Kannst du es dir mal nochmal von Näheren angucken. Während er auspackt, kurz für euch, wie gesagt, One of 4. 1, 2, 3. Wir haben natürlich noch ein 4. über und da kommen wir nämlich zum Gewinnspiel. Wir dachten uns, für alle, die diese Serie wirklich richtig geil fanden, wollen wir einmal die Gelegenheit geben, dass einer von euch auch so ein Shirt tragen kann. Das wird es nie bei uns erhältlich geben, es wird nie zum Verkauf zu haben sein. Wir verlosen in den Kommentaren noch eine Version von dem Shirt an einen von euch. Natürlich nach Wunschgröße. Hier hinten musst du gucken. Ne, ich glaube, Ich guck mal dran. das ist schon eine ganz geile Nummer. Richtig geil geworden. Ich weiß gar nicht, in welchem Zustand das Bike da gerade war. Ich Nicht, glaube, Auslieferung. Ich glaube, ich glaube noch Da relativ haben am wir die Anfang. hier angeboten. Das war direkt der Wo- Ja, genau. Ja, Beim das war, wo Kickstart Tobi das Genau, Foto beim nicht ersten anbekommen ersten Video. Hollywood, Henrik, hör auf so zu reden. Ich sag mal einmal ganz kurz was dazu, wie ihr das Teil gewinnen könnt. Das ist ja, glaube ich, für die Leute jetzt interessant. Ich wollte gerade sagen, Und wir haben ja zwar- schon eins. Ich will da Hendrik macht wahrscheinlich nochmal mit. Alter, ist das geil. Habt ihr nicht gemacht. Haben wir gemacht. Natürlich haben wir das gemacht. Darfst du aber nicht so oft tragen. Das muss jetzt noch 20 Jahre halten. Aber ist ja bei Redwood kein warum? Problem. Ich wollte gerade sagen. Und wieder Eigenwerbung. Nein. Also nochmal ganz Mit einfach. Persil waschen bitte, ja? So, also wenn der Vertrag jetzt nicht drin ist, weiß ich auch nicht. Wie könnt ihr das Ganze gewinnen? Ich will da gar keinen großen Hackmack machen. Ihr sollt gar nicht groß irgendwie... Doch. Was? Jetzt kommt Ich habe Tobi. dich voll unterbrochen. Ja, ne? zum Du 6. musst- Mal, du aber musst- das ist ja auch alkoholisiert. Das ist also in Ordnung. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist alkoholfrei, ja, Jackie Cola. Möchtest du das noch ausführen oder soll ich Ja. weitermachen? Ja. Nein, Ja, also willst du ausführen. durchziehen? Dann Ich- ziehst du Wie durch. oft wurde Borsti gesagt in den ganzen Videos? Müssten wir natürlich auch zusammenzählen.
Das ist mir zu aufwendig. Okay. Die sollen das einfach genießen. Das soll ja ein Geschenk für die Leute sein. Wir machen das ganz einfach. Ihr solltet Abonnenten dieses Kanals sein, das ist ja irgendwo klar. Lasst gerne einen Daumen hoch auf dem Video da, das kann ich nicht nachverfolgen, aber macht es einfach. Und ganz wichtig, damit ich euch natürlich auch irgendwie kontaktieren kann und eine Losliste erstellen kann, einfach einen Kommentar schreiben. Jeder, der dieses Video kommentiert, ist quasi dann dabei, wenn er Abonnent meines Kanals ist. Ihr müsst nichts Besonderes in den Kommentar reinschreiben, schreibt einfach was zum Projekt, einfach was zur Serie und in 7 Tagen nach Upload des Videos werde ich einen Kommentar anpinnen, drunter schreiben und dann trete ich mit euch in Kontakt, ihr sagt mir eure Größe und ich schicke euch das Ding zu. Und dann machen wir nochmal ein gemeinsames Foto davon, oder? Das Kriegen wir das hin mit dem Gewinner? Wenn der Kommt Gewinner drauf an, jetzt wo nicht er gerade kommt, ne? aus Buxtehude kommt, dann können wir das mit Sicherheit machen. Der aus Buxtehude, der Borsti hinten auf dem Shirt haben kann, wo er noch anders aussah. 1 von 4, Alter. Also wenn derjenige Lust hat, hier vorbeizukommen, dann können wir uns gerne hier zu 4 treffen und nochmal ein Gemeinschaftsfoto machen. Videoübergabe. Übergabe-T-Shirt machen. Das ist natürlich kein Problem. Welche Nummer hast du denn gekriegt? Da sind keine speziellen Nummern drauf, das ist einfach nur One of 4. Ach so. Dass man sieht, ne? Das ist dir total wichtig. Ne? Ja. Das ist ja kein Harley-Sondermodell. Ja, ich glaube, die Überraschung ist ganz gut. Ja, ich glaube auch. Alter. Also ja, doch. Er freut sich. Es freut sich. Guck mal, da ist sogar noch der Schraubenzieher hinten dran. Ja, alles noch von mit Vergaser dran. ein bisschen Alles eingestellt. noch mit dran. Brauchst du aber jetzt nicht mehr. Fährt so. Ich glaube aber, mit dieser Freude in Tobis Gesicht Ja, ist ich würde eigentlich auch sagen, ein ganz schönes Ende für das Video, oder? Ja, also die Freude ist sehr groß, würde ich gerade sagen. Das ist der Wahnsinn. Und vor allem, ich habe nach jedem Video, wo ihr das beim zweiten Video war, habt ihr das verkündet, habe ich immer gesagt, ich habe Henrik im Keller angerufen, ich sage, sag mal, wollt ihr mich verarschen, welches Gewinnspiel? Dann haben die zwei sich auch noch zusammengetan. Dann schönen Gruß an die Geschäftsführung von der Firma, wo ich arbeite. Ich stand bis heute hier und dachte echt, ich muss jetzt eine Jacket privat kaufen, die ich dann verlosen muss, weil ihr Penner gesagt habt, Tobi, hast du die Jacket denn mit? Ich sag, welche Jacket? Hört auf zu reden. Ich wusste nicht, was Wir haben ihm immer erzählt, es gibt Eine Jacket zu gewinnen. eine Jacket. Wir haben immer gesagt, es war ja abgesprochen. dass War ja wir eine Jacket abgesprochen. gewinnen. Er wusste nichts mehr davon. Aber er hat ja auch Bier getrunken, also war abgesprochen. Am Ende war es natürlich jetzt was anderes. Es sollte ja auch eine schöne Erinnerung für dich sein. Du nimmst nicht nur ein Motorrad mit, sondern auch ein Foto, ein Polaroid-Foto und ein T-Shirt. Und ich glaube, damit beenden wir das Video. Ich sage danke an alle, die bisher zugeguckt haben. War ja jetzt mal wirklich ein ausführlicheres Video noch. Und viel Glück an alle, die mitmachen. Ey, meldet euch auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, wer das 4. kriegt. Mega Ich heiß. möchte auch noch mal kurz Danke sagen. Einmal an Kelle, dass wir das alle so machen konnten. Und natürlich auch einmal an dich, dass du uns diesen wunderschönen Shovel hier hingestellt hast, der jetzt noch ein bisschen schöner geworden ist, als er vorher war. Und ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Habe ich. Danke an euch beide. Auch ich muss nochmal Danke sagen. Danke an den Fahrer schon. Gerne. Danke Jens. War's? Wir können abschalten? Nein. Danke an euch beide, dass ihr gesagt habt, okay Tobi, wir haben da Bock drauf. Lass uns das machen. Und ich bin baff. Also wie gesagt, habe ich mir so niemals vorgestellt, dass das dabei rumkommt. Es gab Ziele und die wurden zu 100% ohne Vorstellungskraft Übertroffen. übertroffen. Das ist schön. War schon geil. Danke. Ja, sehr Danke gerne. auch. Hast du schon wieder leer? Ja, das ist ich kann mir das auch nicht antun, Kannst du es auf mir Wasser Wasser? irgendwie von Ich reinzuziehen. würde jetzt noch was sagen, Danach aber ich kannst du glaube, noch das fahren. kommt nicht so gut an. Ja, nee, also wir verabschieden uns. Danke fürs Zuschauen. Und wer weiß, vielleicht war es ja nicht das letzte Projekt in die Richtung. Und denk dran, ne? Eins haben wir noch. Ab in die Kommentare. Macht's gut. Welche Harley Davidson würde ich kaufen, wenn ich noch keine besitzen würde? Und was diese Heritage damit zu tun hat, das erfahrt ihr gleich.